Schönen guten Morgen. Ja, Dennis, schön, dass du wieder hier bist, dass du den Spaß wieder mit mir machst. Ja, warum nicht? Danke, dass ich live gehen darf und das später auf YouTube hochladen darf wieder. Erzähl, was darf ich tun heute? Also meine Seiten fransen wieder ordentlich rum, die müssen wieder ordentlich kurz. Ja, Mein Ansatz, Hansen ordentlich rum, ne? Ist so ein bisschen länger geworden, aber okay. mich stört's. Mein Ansatz ist halt auch schon wieder ganz ordentlich, von daher muss der auch wieder blondiert werden, dass wir dann auch Ja, wieder schön blau das machen können. stimmt. Okay. Hast du Lust mal auf so ein bisschen dunkleres Blau heute oder soll es eher mehr leuchten? Wir können auch gerne ein bisschen dunkler machen. Ja? Ja? Ich habe nämlich eine schöne neue Mixtur. Dann, wenn du da Lust drauf hast, dann würde ich die mal an dir ausprobieren. Und dann gucken wir mal, wie du es findest. Ja? Ja? Aber bis jetzt hat ihm alles gefallen. Ist so. Okay. Also ein bisschen dunkler ist halt der Vorteil, wenn es jetzt so viel Sonne gibt, Ja, dann bleicht das nicht ganz so schnell aus. das stimmt. Das stimmt. Mal ob da mal Licht starten. Jetzt noch nicht so richtig. Ah, tada! Das ist echt. Ja, Nicht, dass es runterfliegt, wenn du dich zu viel bewegst oder so. Sonst steckst noch mal um. Wackeltest. Nö, passt. Oh, danke. Midnight Blau. Ja, keine Ahnung, wie heißt denn das andere Blau? Ich bin ganz ehrlich, ich habe meistens gar keine Ahnung, wie die Blautöne heißen. Ja, meistens sagt man ja, also passend zum neuen World of Warcraft Add-on Midnight Blue. Okay. Das neue Add-on heißt nämlich Midnight. Das sagt man eher so zu so dunklen Tönen. Und dann sowas Helles, so wie es jetzt eigentlich auch zum Beispiel ist, ist eher so Ocean. Okay. Ja, also. Aber da gibt es sicherlich auch 12 Millionen, 1000 Namen, Stufung. Abstufungen und Schattierungen. Ich weiß es nicht. Ja. Okay, ich mache die Blondierung ready und du genießt dein Latte Macchiato. Das mache ich. Meistens dauert das dann 2 Stunden oder so und dann bis 6 und dann um 7 musst du schon an der Arbeit. Man irgendwann, wenn du wieder raus hast du halt wieder Feierabend oder so gemacht.
Mikle, welches war nochmal das, was man vor der Blondierung auf die Kopfhaut machen kann? War das hier? Also nur auf die Haare. Aber ich würde sensitiv auf die Flüssigkeit. Aber auch, dass die nicht so flüssig wird. Das war doch irgendein Spray, hatte sie uns doch gezeigt. Aber Nicole hat es auch schon mal auf dem Koffer-Ding gemacht. Den? Ja. Ich meine, das war der auch. Was Neues? Ja, wir haben jetzt so eine neue Blondierungsroutine, wo du eine Pflege auf die Kopfhaut machst vorher nochmal. Und da du ja auch manchmal so ein bisschen empfindlich bist, wollte ich das mal ausprobieren. Also entweder wird es halt besser oder schlechter dadurch. Das weiß man halt nicht, ne? Lassen wir uns überraschen. Also man weiß ja auch nicht, ob du das gut verträgst, ne? Aber so von den Produkten hast du ja an sich eigentlich immer alles gut vertragen. Ne? Ja, ich denke schon. Deswegen wollte ich das heute mal bei dir ausprobieren. We will see, was es uns bringt. Ja. Hier noch so ein Tuch reinmachen. Wie man jetzt so mit Blondierung losgegangen bist, sah es tatsächlich so aus, als wenn das Logo da fett hinter den blauen Flaschen von Keule klebt. Geil. Ich finde das Logo so süß. Ja, ist auch hübsch. Also bis jetzt kann ich höchstens sagen, dass es kalt ist. Na, wir gucken mal. Hast du denn eigentlich ein bisschen was von den paar Tagen schönem Wetter gehabt? Ja, ja, konnte das gut genießen. Wo ich gestern war es ja nicht so schön, ne? Nee, gestern war eher so mittel. Ja, und gestern musste ich in die Stadt, weil ich einen Arzttermin hatte. Da war natürlich dann wieder nicht so schön. Aber es hat nicht geregnet, Gott sei Dank. Aber ansonsten war es auch nicht so schön gestern. Relativ ungemütlich. Ja, aber relativ windig vor allem, fand ich. Ja. Und ich war auch froh, ich hatte erst überlegt, boah, ne, was ziehst du an? Und so kalt ist es ja nicht mehr. Und dann habe ich doch so einen lockeren Mantel angezogen, der so ganz leicht nur gefüttert ist. Und einen Schal habe ich mir noch mitgenommen. Und dadurch, dass es so windig war, war ich dann echt froh, dass ich den Schal dabei hatte, ne? Das glaube ich. Weil dieser Mantel, der ist halt, den bindest du einfach so und der ist halt hier so offen, ne? Okay. Mit so einem lockeren Kragen. Das ist dann schon bei ein bisschen mehr Wind leicht ungemütlich. Glaube ich. So, dann wollen wir mal sehen, ob das heute mehr oder weniger angenehm ist oder du vielleicht gar keinen Unterschied merkst. Oh, schauen wir mal. Heißt, er kann sich künstlichen Urlaub nehmen. Auch hinsetzen, der zusätzliche Urlaubsanteil. Wochenende ist auch schon wieder Uhrumstellung. Wochenende ist auch schon wieder Uhrumstellung. Echt? Ja, Ist schon Ostern? ja, fast. Also ist noch eine Woche hin. Also danach die Woche ist erst Ostern. Aber ja, ist dann schon das letzte Märzwochenende. Dann wird das wieder hell. Ist wieder Leben. Ja, Obwohl ich es jetzt schon teilweise geil finde, wenn man nicht so Sauwetter ist wie heute. Heute ist halt echt mega Regen und Kackwetter. Aber ansonsten
fand ich es jetzt die letzten Tage immer sehr, sehr angenehm. Und da fühlt man sich irgendwie gleich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, belebter. Also, Ja, ein bisschen ja, mehr schon das Energie, Gefühl, ne? dass ich dann eher mehr Energie habe und irgendwie ein bisschen besser drauf bin und alles. Mhm. Ja, ich hatte jetzt ganz viele Dienste getauscht, damit Ja. ich mehr Frühdienst habe, weil ich sonst halt sehr viel Spätdienst gehabt hätte jetzt die letzte Zeit. Aber das hatte ich schon vor Wochen tatsächlich angefangen, die ganzen Dienste hin und her zu tauschen. Ja, Und jetzt war ich tatsächlich ganz happy damit, weil vom Frühdienst heimkommen, ja klar, man ist müde, ne? Aber wenn dann die Sonne scheint und so, dann hat man halt auch ja, Bock, trotzdem mal was zu machen. Ein paar Mal mit dem definitiv. Fahrrad zur Eisdiele gefahren und solche Sachen. Träumchen. Eis essen war ich noch nicht. Ich hätte aber auch schon wieder Lust, den Grill anzumachen. Da hatte ich auch schon Bock drauf, aber ich hatte noch keine Lust, ihn aus dem Keller zu holen und sauber zu machen. Oh, ich habe kein Internet mehr. Was ist hier los? Da läuft noch. Was verbindet? Taurus regnet es auch. Ich glaube, meine App ist hier abgestürzt am Handy. I don't know. Ei. Sagt ja irgendwas ist auch immer, ne? Es kann nicht einfach mal nur funktionieren. Selten der Fall, ja. Ja, das ist wirklich selten. Ich habe jetzt auch einen Schrecken gekriegt. Jetzt am Montag meinte irgendein Arbeitskollege, es solle am Donnerstag vielleicht sogar schneien. Ja, morgen soll es wahrscheinlich schneien. Irre. Also, ich denke jetzt mal nicht, dass hier nochmal so richtig Schneechaos oder so ausbricht. Aber das wer kann ich mir nicht weiß, ne? vorstellen. Vielleicht halt für einen Tag so. Und dann wahrscheinlich schneit es irgendwie nachts. Dann ist so morgens wieder so richtig kacke an die Arbeit zu kommen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es schön über den Tag wieder alles taut und Matschepampe ist. Ja. Braucht der Hund wieder nach dem Spaziergang eine Unterbodenwäsche. Ja. Hauptsache, ich war gestern auch erstmal Auto waschen zum Thema Unterbodenwäsche. Ich hatte tatsächlich am Wochenende kurz drüber nachgedacht, weil eigentlich könnte es mal wieder nötig haben. Ja, Aber dann hatte ich auch keine Lust. nee, ich habe das gestern gemacht, weil ich hatte jetzt Zeit gestern. Sonst würde ich es jetzt die nächsten Wochen wieder nicht auf die Reihe kriegen. Mein Auto sah wirklich schlimm aus. Ganz, ganz, ganz schlimm. Ich hatte meins auch den kompletten Winter über nicht gewaschen. Ich glaube, das letzte Mal war im November und dann jetzt Ende Februar bin ich halt einmal durch die Waschanlage. Bei mir war es das erste Mal dieses Jahr. Okay, Wurde mal wieder Zeit. möglich. Dir vorstellen, wie die Karre aussah. Ja, schon. Und dafür ging es sogar noch, muss ich sagen. Aber was ich halt sagen muss, wenn man jetzt nicht diese Standardautomaten Waschanlagen nimmt, sondern zum Beispiel Mr. Wash da, dann geht halt trotzdem auch der ganze Scheiß noch runter. Ne? Ja, Ich kann mich noch daran erinnern, damals mit meinem vorherigen Auto bin ich, glaube ich, ein halbes Jahr nicht in der Waschanlage gewesen und dann musste ich da an der normalen Tankstelle, glaube ich, 2 oder 3 Mal durch, bis es endlich mal sauber war. ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es beim ersten Mal richtig sauber ist, aber tippitoppi. Und Innenreinigung muss ich mich dann halt nochmal kümmern. Da hatte ich aber gestern dann keine Lust mehr, weil ich musste dann noch für den Salon einkaufen. Ich musste noch Warenbestellungen machen für unsere Akademie und ich hatte nur so viel zu tun gestern. Dann wollte ich noch streamen und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Ja, das Problem kenne ich. Das Problem, wenn der Tag wieder zu wenige Stunden hat, was man alles machen will. Ja, Und bloß Geld hätten wir runtergehauen, oder? ja, das war jetzt auch das Blöde mit den vielen Frühdiensten, dann immer halt versuchen, früh ins Bett zu kommen. Ja, Das hat natürlich eher nicht so geklappt. Also ich glaube, das Früheste, was ich geschafft habe, war 10:45. Sprich so gegen 10:30 einschlafen und dann 4 Uhr wieder raus. Fetzt.
Ey, ich könnte nicht um 4 Uhr aufstehen. Könnte ich nicht. Tja, Ich bin dann einfach wirklich, mein Körper funktioniert dann, glaube ich, noch nicht. Also wenn ich so einen Job hätte, wo ich so früh raus muss, Gott, die armen Menschen, die mit mir arbeiten müssten. Oder ja. an denen ich arbeite, noch schlimmer. Ich glaube, es kommt niemand auf die Idee, um 4 Uhr morgens einen Friseurtermin zu machen. Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, das würde laufen, doch. Meinst du echt? Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen, so richtig. Ey, was meinst du, wie viele das feiern würden, direkt zum Beispiel nach der Nachtschicht zum Friseur zu gehen? Morgens je nachdem, was du für einen Job hast, manche haben ja dann irgendwie um 6 Uhr Feierabend, 6, 6:30 Uhr, halb 7 meistens. dann ab zum Friseur. Doch, würden die Leute machen. Meinst du? Ja. Boah, nach dem Nachtdienst bin ich eigentlich eher immer nur froh, wenn ich einfach ins Bett fallen kann. Es ist ja genauso, dass die Leute auch, wenn ich mal sage, ey, ich habe da nichts mehr frei an Terminen, aber ich kann den und den Tag ein bisschen länger bleiben, dass sie das ja auch in Anspruch nehmen. Ne? Letzte Woche hatte ich einen Tag, da war ich hier wieder bis 21:30 Uhr. Hui. Juckt die Leute ja auch nicht. Weißt du, ich meine? Kein normaler Ja. Mensch würde da noch arbeiten, außer mir. Naja, außer halt die Schichtler, ne? Ja, aber kein Friseur. Nee. Naja, ich arbeite ja gerade daran, aus dem Schichtdienst rauszukommen, von daher. Ja, das hast du letztes Mal, glaube ich, schon erzählt. Mhm. Dass du irgendwie dran bist. Es nimmt langsam Form an. Echt? Ich hätte mir auch vorgestellt, dass das gar nicht so easy peasy ist. Da haben sich ein paar glückliche Zufälle ergeben. Und jetzt habe ich tatsächlich 2 Stellen, wo ich mir es quasi noch überlegen muss, welche mir lieber ist. Die eine ist Geil. 30 Stunden und dasselbe Gehalt, wie ich jetzt habe ungefähr. Ja. Und die andere ist auch wieder 40 Stunden, aber halt fast 600 netto mehr. Also zwischen 400 und 600 netto mehr. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Und dann keine Feiertage, keine Wochenenden mehr. Geil. Bin ich schon, Das finde ich auch richtig gut. ja. Ja, ist dann vor allem halt auch für privat dann mega praktisch. Ja. Deutlich weniger Betreuungsprobleme und so. Ja, mit Kids ist das halt auch einfach nochmal mehr Struggle dann, ne? Dann ist es halt nicht wie bei mir einfach egal, wann du was wie machst, ne? Ja, das stimmt. Ich meine, ich sag dann auch mal, ey, dann komm halt da nochmal und wir machen einen späten Termin, dann ist das halt so. Und dafür fange ich dann halt den nächsten Tag einfach später wieder an oder whatever, ne? Oder in der nächsten Woche, wo es halt passt. So, das ist mir ja egal, solange ich da jetzt nichts vorhab den Abend. Aber wenn ich jetzt Kids hätte, würde es ja auch nicht so easy, so spontan, musst du erstmal 1000 Sachen abklären. Wer passt auf, wer holt ab, wer macht dies. Das kann ich mir schon verstehen, dass es dann angenehmer ist ohne Schichten und Ja. dir da einfach auch Stress nimmt, ne? Ja, abgesehen davon muss ich sagen, so, ich mache das ja jetzt seit, lass mich kurz überlegen, 17 Jahren Schichtdienst. Wahnsinn, ey. Eine lange Zeit. Ja, habe auch einfach keine Lust mehr drauf, muss ich echt sagen. Das Ich macht einen verstehe. körperlich jetzt auch nicht unbedingt fitter. Nee. Es ist dann halt auch mit allem, was man so als normale Freizeitbeschäftigung so planen möchte, sei es Hobbys oder, keine Kannst du Ahnung, alles regelmäßig vergessen. Sport treiben oder so. Das kannst du dann halt absolut in die Tonne treten. Muss ich aber sagen, ist zum Beispiel mit meinem Job auch schwierig an Tagen, wo ich arbeite. Weil guck mal, ich fange um 9 Uhr an. Man muss ja schon ein bisschen früher hier sein, um alles vorzubereiten. Dann schließen wir um 19 Uhr, bis wir dann auch alles aufgeräumt haben und fertig sind und hier rausgehen. Du warst den ganzen Minimum Tag 8 auf den Uhr. Beinen. Da gehst du in kein Fitnessstudio, nirgendwo mehr hin. Da wird es auch keine Menschen mehr sehen. Nichts so, ne? Du bist dann einfach erstmal so, oh, jetzt heim und kein Sehen und Essen und chillen. Ja, Das das ist halt einfach so, ne? auf jeden Fall. Aber dann am freien Tag auf jeden Fall, ja.
Ja, mal gucken. Ein bisschen Zeit geht noch ins Land, weil ich erst zu Silvester kündigen werde. Quasi mein Geburtstag als letzten Arbeitstag. Mal gucken, ob ich den dann endlich mal frei machen darf. Geil. Das ist zumindest der Plan, aber noch habe ich nichts unterschrieben. Ja, und du hast auch keinen Stress, oder? Also Nö, keinen Druck irgendwie. absolut nicht. Ich finde auch immer, sowas sollte man nicht überstürzen. Also auf der einen Seite keine Angst haben vor Veränderungen, aber auch nicht überstürzen. Mhm. Und vor allen Dingen sich nicht auch von einer anderen Firma dann wieder irgendwie so belabern lassen. Weißt du, was ich meine? Also ich will das jetzt nicht schlecht Nee, reden oder so, definitiv oder nicht. ne, dass jetzt alle irgendwie schlecht sind und so. Aber ey, ich sag ganz ehrlich, manche Firmen, ne, die versprechen dir die Welt. Ich kenne das ja selber, wenn ich ich hatte jetzt auch wieder eine Kooperationsanfrage. Ich glaube, das habe ich dir sogar erzählt, ne? Wo ich dir letztes Mal habe ich dir gesagt, ich habe was richtig Cooles bald vielleicht, aber ich darf es noch nicht sagen. Ah, ja, doch, das hattest du erwähnt. Ich hatte mich mega gefreut, weil das voll die krasse Firma war. Und ich mir dachte, boah, geil, ne? Das wird eine mega Kooperation und so meine erste richtig große Sache irgendwie so. Das wäre richtig cool gewesen. Und dann haben die auch, also man muss sich auch halt nicht verarschen lassen, so, ne? Ja. Ich werde jetzt keine Namen nennen. Es war halt was mit in der Haarbranche, ne? Ähm, also, wo ich mir denke, das ist ein Millionen, Milliarden Unternehmen und die wollen dich, kleine Person, so ausquetschen und denken wirklich, du bist bescheuert, nur weil du jetzt sagen kannst, ich arbeite mit XY und werde irgendwie von denen gesponsert oder whatever. Dann so denken, dass man für so viel Was weiß ich so was viel alles. macht. Ja. Weißt du, was ich meine? Nee. So, das, Kriegen dann immer den Hals nicht voll, ey. ja, das geht einfach nicht. Ne? Und ich finde, da sollten sich solche Unternehmen auch echt schämen. Dann Leute, die echt Bock haben und die Marke feiern, egal was es ist, und sich denken, boah, cool, irgendwie da wäre ich gern Teil von. Ja, die haben mir dann Sachen angeboten, musst du dir vorstellen. Ich hatte ein paar Sachen gratis gekriegt halt, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn wir so eine Zusammenarbeit machen, wäre das ja nur gut, weil das ja auch eine Haarmarke ist, ne? Das wäre was ich auch bei meinen Seminaren halt benutzen würde oder ich jetzt schon benutze, aber von einer anderen Marke. Und dann habe ich halt gesagt, so ja, ich will ja nicht alles umsonst dann, was meine Seminare angeht. Ne? Die Zusammenarbeit und so ist das eine Kooperation. Da hast du halt auch so einen Code, ne? Wenn wer was bestellt, kriegst du so eine Provision und ein einmaliges Honorar und quasi dann die Artikel, mit denen du arbeitest, um die zu präsentieren. So musst du es dir vorstellen. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, cool, dann könnten wir das doch für unsere Seminare auch machen. Dann macht mir doch mal einen richtig guten Preis, dass sich das halt für uns beide einfach lohnt. Ne? Du musst dir vorstellen, das ist ein Milliardenunternehmen und die haben mir dann einen Preis gesagt pro Artikel, was ich wie gesagt aktuell kaufe, nur von einer anderen Firma, ne? Brauche ich für jedes Seminar. Und dann habe ich das gegoogelt, einfach nur bei Google den Artikel eingegeben und den Artikel einfach für günstiger, wie was die mir angeboten haben, in 3 Sekunden auf Google gefunden. Gott, das sollte denen ja Das sowas ist doch von peinlich, peinlich sein. oder? Das ist doch Absolut. mega peinlich. Dann habe ich Gar da, nicht. also mein Management quasi, hat dann da hingeschrieben, ich habe auch nicht selber mit denen kommuniziert, ne, weil das soll schon auch professionell alles ablaufen, haben die da hingeschrieben, so ja, also das finden wir jetzt halt kein loyales Angebot, weil hier auf der und der Webseite finden wir genau diesen Artikel für 15 Euro weniger. Ja, ein besseres Angebot könnten sie uns nicht machen.
Und ich sage, ja, okay, aber dann können wir das halt auch einfach lassen, weil das macht gar keinen Sinn. So, also, Mit dem das, Klammerbeutel gepudert, ey. das, das ist crazy, ne? Ja, vor allem verstehe ich halt nicht. Ich meine, es ist ja eigentlich klar, dass ihr dann eine relativ hohe Abnahmemenge habt. Und Ja. auch sehr regelmäßig. Ja. Plus die ganze Werbung, die dadurch natürlich Plus, dass entsteht. man immer sieht, dass wir damit arbeiten. Also, Sei es während dem Seminar, die Teilnehmenden, die darauf aufmerksam werden, sei es über Instagram, was ja auch bleibt, ne? naja, Sei es vielleicht hier in meinen Streams, sei es auf YouTube bei mir, das würde sich überall verstreuen, diese Sache, ne? Und dann da so kommen, das fand ich so abturnt. das ist schon peinlich. Ja gut, aber dann weißt du halt gleich, woran du bist, ne? Ja, genau. Hey, Big Chiller, guten Morgen. Ja, das war echt weird irgendwie. Als ich das gehört habe, habe ich mir auch gedacht. Und ich hatte mich halt so voll drauf gefreut, ne? Dachte mir so, ey, das wird bestimmt geil, weil das so zu mir gepasst hätte und zu allem so, ne? Das ist halt cool, finde ich, wenn du schon mit einer Marke zusammenarbeitest, wenn es auch was ist, authentisch, was du wirklich auch in deinem Alltag oder in deinem Joballtag dann oder so, ne? Auch echt benutzt und gebrauchen kannst und nicht nur, um Für die Werbung zu Werbung, machen. ja. So, ne? So wie zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir mal so einen Getränkesirup. Ne, gibt es ja in Pulverform von verschiedenen Marken oder in, hier so, wie nennt man das? Ja, Sirup, ne? Ja, ja. Das ist ja was, zum Beispiel, kannst du ja auch super Werbung für machen, weil jeder trinkt ja den ganzen Tag. So, hä, warum nicht? Ja, ja. Wäre ja nicht unauthentisch, ne? Aber ja, stell dir vor, du müsstest das dann jedes Mal kaufen, um dafür Werbung machen zu dürfen. Käse. Also, Nee, Leute. Also die produzieren das wahrscheinlich irgendwie für 3 Euro das Stück, um es am Ende für 70 Euro zu verkaufen und geben dann nicht mal einen gescheiten Rabatt. das ist schon echt richtig peinlich. Die wollen dich alle ausquetschen, wie so einen kleinen. Ja, ich habe für mich halt auch beschlossen, so, also, ich werde mir die Verträge halt auch sehr genau durchlesen, ob da auch wirklich alles drinsteht, was mir versprochen wurde Ja, und keine genau. Hintertürchen. Und auch kein irgendwie, ja, aber das ist dann schon so, wie wir es besprochen haben. Nee, Nee. entweder steht das da drinne Oder ihr könnt mich. oder tschüss. Ist so. Aber da bin ich ja genug geschädigt von meinem jetzigen Arbeitgeber. Ja, aber das ist auch gut so, dass man auch sowas lernt. Ja. Wirklich. Es ist nur gut. Das ganze Wochenende mit den Fernen. Ja. Von wer oder was? Entfallen. Ich bin total gespannt, ja. Ich bin gespannt, aber Ja, aber du hast ja nie ja gar nicht auf Wert. ja, eigentlich nicht. Was passiert jetzt kommt? Das ist immer, wenn ich jetzt nachher fährt, das ist als schlimmer geworden. Ganz heftig. So. Schön siehst du aus. Ja. Wieder wie ein Troll. Ich lieb's. Ich lieb's, meine Kunden hübsch zu machen. Ja, heute Morgen nach dem Aufstehen sah ich auch aus wie ein exotischer Vogel, weil alles in alle Richtungen stand. Ja, das kann schon mal passieren. Ja, Das meinst du, ich manchmal aussehe morgens. Heute Morgen musste ich auch unbedingt Haare waschen. Ich habe es gestern Abend schon gemerkt. Hey, Shazumi, guten Morgen. morgen. So. Ja, ich hätte eigentlich bis heute noch Zeit gehabt mit Haare waschen, aber ich habe dann vorgestern beschlossen, Moment, wenn ich mir frisch die Haare gewaschen habe, bevor ich zu Vivian gehe, dann gibt es wieder Mecker. Vor allem meckert deine Kopfhaut dann und du Ja. wirst gegrillt, nicht ich. Also Ich so, mir ist es ja theoretisch egal. So. Na, wie ist?
Was macht das Pferdemädchen? Allergisch reagiert irgendwie auf die Beule. Oha. Aber im Moment sind auch wieder viele Pollen unterwegs, ne? Ja, irgendwie so, meine Augen brennen. Ich kann nur sein, dass das bei den Pferden blüht und ich nicht gegen Pferde bin. Ja. Ich kriege total Ausschlag. Ich habe keine Stimme mehr richtig. Oh je, oh je, oh je. Ich drück dir die Daumen, dass es nicht irgendwie an deinen Tieren liegt. Ja, ich hoffe auch. Aber sonst ist gut. Bei euch auch, oder? Ja, gut zu tun, alles schön, die Mädels spuren. Ich kann mich nicht beschweren. Kunden sind auch weiterhin lieb. Jetzt bin ich immer mal live auf Twitch. Ja, cool. Ja, Weil bei euch läuft halt immer besser, ne? Auch mit Coin und so, das haben wir das ist ja. ja, ich bin sehr zufrieden. Ist auch eine schöne Marke. Ja. Also die Kunden sind auch alle happy. Ich sage auch immer, bringt ja nichts nur, wenn ich happy bin. Ja. Ihr sollt ja auch zufrieden damit sein, ne? Ja, wenn das auch funktioniert. Das Ja. machen wir. Hast du schon mal was benutzt von Coine? Ja, ihr habt ja hier Haare gewaschen und so, ich fand es gut. Ja, Also deswegen, weil sonst meine Haare sind ja auch immer so brüchig. Empfindlich. Empfindlich. Rede nicht so. Rede nicht so. Könnt ihr das hören? Stimmt gar nicht. So empfindlich. So empfindlich sind die auch nicht. Wenn Kunden lügen. gut. Ich bearbeite die natürlich auch immer ganz hardcore. Wenigstens weißt du es. Das beruhigt mich schon mal. Mikla hat mir schon die Story erzählt. Wie ich sie kaputt gemacht habe. Im Gran Canaria-Urlaub. Oh. Ich habe sie so schön eigentlich gepflegt, da habe ich mir alles zerstört. Binnen einer Woche. War heftig. So viele Jahre gezüchtet und eine Woche kam. Ja. Ja, ich weiß noch, dass du gesagt hattest, erstmal keine Extensions und du willst jetzt so richtig pflegen und schonen und Hat ja auch super funktioniert eigentlich. Super, oder? Wir haben ja lange nicht gesehen. Wir haben ja lange nicht gesehen. Einfach nur hier vor die Tür. schön. Wie damals, als wir uns kennengelernt haben, da habe ich ja noch das Bügeleisen zum Glätten benutzt. Ja, hier. Bügeleisen hat er genommen, um seine Haare zu glätten. Da hatte ich noch lange Haare, wohlgemerkt. Trotzdem. Ja. Oh doch, habe ich Als er mir gemacht. das erzählt hat, habe ich gedacht, ich dachte, das gibt es irgendwie nur so bei Teenagern oder so. Ich so, benutzt du wenigstens Hitzeschutz? Er so, was ist das? Okay, das erklärt, warum die Haarstruktur so empfindlich ist. Jasmin fragt, ob du gar keine Insta-Story hast, dass du live bist. Nee, ich habe heute noch gar keine Insta-Story gemacht, Leute, aber könnte ich jetzt mal tun, ne? Shazumi, guter Call wieder hier, ohne meine Assistentschaft hier. Es ist Mittwoch, meine Quakele. Kann man das sehen? Ja, jetzt kann man es sehen. Süß. So, jetzt habe ich wieder 1000 Sachen gemacht, nur nicht die Insta-Story, die ich eigentlich machen wollte. Sehr Ich schön. guck mal gerade auf die Uhr. Oh, ich habe eine Nachricht. Eichhörnchen, Ach, guck mal hier bei Insta. Dann legst du es weg und denkst dir, das wollte ich noch mal wie viel machen. Uhr war es eigentlich? So ist das Leben, Leute. Ich habe mal letztens einen Termin bei der Republik gemacht. So, Story. Es war tatsächlich relativ spontan heute. Ich musste nämlich Dennis erstmal fragen, als er hier angekommen ist. Als wenn ich da Nein Also sagen Dennis, ich würde. würde heute live gehen, wenn du zufälligerweise nichts dagegen hast. Auch, aber da haben wir auch schnell die Termine
Die ersten. Twitch TV. Nerd Delicious. Oder lade euch doch direkt runter. Noch einen coolen Sound. Weil ich habe heute Morgen geguckt, habe direkt heute Morgen Termin bekommen. Und Ja. das wird viel sein. Ja, das ist das Problem. Weil, wenn du brauchst, kein Deutsch, ich muss aber wahrscheinlich auch. Zack. Erledigt. So, dann rühre ich schon mal das schöne Blau zusammen. Mhm. Hättest du mal angehalten. Ja, das war mitten in der Nacht. Achso. Okay. Soll ich dir noch ein Latte Macchiato machen? Dennis? Nehme ich gern. Ja? Ja. Brauchst du auch einen Moment, dass ich dann rauchen kann? Ja. Ja. Soll ich den danach machen? Dann ist Du er kannst noch ruhig warm. schon. Nee, das passt schon. So schnell wird er jetzt auch nicht kalt. Ich weiß ja nicht, wie lange du weg bist. Ach, die Kaffeemaschine muss erstmal wieder warm werden. Kaffeemaschine muss eh erst aufheizen. Total nervig, als da irgendwie sich da durchfummeln müssen. Also mir sonst da die Klamottenverkauf erstellt. War einfach Schnellstes war einfach, weil ich mir sagte, dass du dich. So, dann wollen wir mal hier die schönen Farben zusammenrühren. Ich glaube, ich nehme die Schale her. Aber das ist dann einfacher über WordPress als Löschdisk von dem Shopify. Genau die monatlichen Sachen mit Job. Also ich kann euch mal zeigen, was ich benutze heute. Gucken, ob ihr das sehen könnt. Ja. Ja. Die beiden Farben, einmal Dark und einmal Blue. Und dieses Dark macht das ein bisschen dunkler, wie Dark schon sagt, ne? Dann wird es ein bisschen kräftiger vom Blauton einfach. Ja, ich habe das so gemacht, dass du quasi, dass ich das Produkt gar nicht anfasse. Ja, der auch. Und das hat nicht geklappt. Ja. Ja, das ist so. Der hat das irgendwie mit einer chinesischen Firma gemacht. Genau. Genau. Ja. Und dann, dass er Die das Cherry gar Flop nicht schafft. Shopping. Genau. Hat er auch gemacht, also hat nicht geklappt hat schon. Habe ich auch schon gesagt, hat er nicht geklappt. Hast du die Zeit und wenn du dann die Produkte Ja, man muss ja deine eigenen Bilder machen und nicht die Bilder. Genau. Hast du ja auch gemacht, so ist es nicht, aber es hat trotzdem nicht geklappt. So, ich nehme 40 Gramm von dem Blue und 10 Gramm von dem Dark und dann rühre ich es erstmal um und gucke, wie es aussieht. Hast halt irgendwie in den Reichweite oder irgendwas, damit die das sehen. Ja, genau. So, wollen wir das mal zusammen umrühren hier. Gucken, dass ihr das sehen könnt. Ich muss immer auf dem Bildschirm gucken. Ja. Du steht da schön fest. Und machen die anderen noch dazu. Aber das
Ja, weil die nicht kompliziert, weißt du, ohne Länderung gar nicht. Aber selbst dann Geil. was wir machen wollen, ist halt dann die mittlere, also nicht obere, sondern die mittlere brauchen wir drücken nochmal an. Weißt du, die Doppel, das probierst, können wir ausprobieren. Ja. Ob das deine Haare rauskommt. Ja, gerne. Das geht. Hast du die mitgenommen oder hast du die mitgenommen? Die habe ich mitgenommen. Ich habe wirklich einfach mitgenommen. Ja. Gut, dann sehen wir uns. Ja, ich danke euch. Ja, bis in 2 Wochen. Ja, mach's gut, bis bald. Geil. Blau wieder. Ja, blau mit Dark. Blau mit was? Dark. So sieht das jetzt aus. Blau mit Lila. Nein, wir müssen schon das machen, was Dennis auch möchte. Der Arme. Können nicht einfach irgendwelche wilden Experimente machen hier mit Dennis. Dann kommt er nicht mehr wieder. Die Farben kannst du ruhig noch liegen lassen, ne? Vielleicht brauche ich die noch mal. Ja, das kannst du auch mal stehen lassen. Der kann weg. So, dann gucke ich mal nach dem Latte Macchiato jetzt. Gesehen, du hast schon alles hingestellt. Ja. Wow. Wow. Service hier. Sorry, einmal hier Kaffeemaschinen ASMR. So, dann ist es noch eine Smoken. Wird auch noch ein bisschen einwirken müssen. Was macht ihr denn Schönes jetzt um die Zeit? 10 Uhr. 10 Uhr. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Geil. Vielleicht kommt doch mal ein bisschen Sonne heute raus. Sieht nicht so aus. Da hinten zieht der Himmel auf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich drehe das mal. Mal so sieht unser Laden aus. Gerade keine andere Kundschaft da. Kommt gleich erst wieder. So ist das Wetter gerade draußen. Der Himmel sieht blauer aus, als er eigentlich ist, muss ich sagen. Auf der Kamera. Konntet ihr die Rundfahrt genießen? So. Ist so, ey. Kameraführung kann ich. Sage ich euch. Brauchen wir eigentlich nur noch diesen Filter, der immer drüber ist, wo alles so glänzt und reflektiert. Ansonsten, naja, muss ich euch ausreichen. Ich hole mal Dennis seinen Latte Macchiato. Danke.
Latte Macchiato. Meine Mutter hat auf diese Gewitter genau erwischt und ist nach Hause gelaufen. Oh, Bis zum T-Shirt nach. und jetzt ist hier gar nichts mehr. Nee, das war ja nur 10 Minuten. Die Arme. Scheiße. Oha. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so nass geworden bin. Ich glaube, also ich weiß noch, ja doch, wo ich in Amsterdam war im November. Da war auch zwischendurch Weltuntergang. Da war sogar eine richtige Unwetter-Sturmwarnung für Amsterdam ausgeschrieben. Und wir noch so, ach, wie schlimm soll das werden? So, ach, Quatsch. Unwetter. Alter, Leute, da kam eine Welle runter. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe wirklich gedacht, Amsterdam schwimmt einfach gleich weg. Das war Aber auch nur kurz. Boah, also es hat eigentlich dauernd geregnet, so wie hier vorhin. Und dann war es halt, also wir hatten ein Restaurant gebucht, ich weiß gar nicht, um 19 Uhr oder so. Und als wir dahin mussten, die Jahrhundertwelle einfach vom Himmel. Also es war brutal. Und wir waren auch klatschnass, als wir da angekommen sind. Ne? Mein Schirm hat einfach den hier gemacht, weil das so windig war. Da hat gar nichts geholfen. Und unsere Schuhe, alles war klatschnass. Du saßt einfach den ganzen Abend dann in diesem Saft. Ja. Und vor allem ich mich vorher so voll hübsch gemacht. Wir wollten ein paar Bilder so für Insta machen und so, ne? Ey, wisst ihr, wie ich aussah? Ich sah wirklich aus wie irgendwie, ich weiß gar nicht, durch die Waschanlage gelaufen oder so. Deswegen gibt es auch von dem Urlaub kaum Bilder. Mein Mikro ist gar nicht wieder angefangen. Ich muss das einschalten. Muss nochmal vielleicht reinmachen. War ich nicht richtig drin. Ne? Hallo? Das ist schwierig, wenn du das andere dran hast, siehst du da keinen Unterschied, oder? Doch, mir wird das angezeigt, ob 1 oder 2 funktionieren. Gerade funktioniert nur 1. Auch geil, wie ich jetzt wieder hier glotze, ne? So. Was ist hier los? Ah, ich glaube, ich muss das einmal zumachen. War das nicht irgendwie so? Ja, es funktioniert! Leute, ich bin einfach mittlerweile proved. Voll Hauptsache Profi. allen sind jetzt wahrscheinlich die Ohren weggeflogen. Sorry. Ich bin dann krank geworden danach, ja. Tatsächlich. Falls ihr euch erinnert, hatte ich ja 4 Wochen Urlaub und war 5 Tage in Amsterdam und dann 3 Wochen krank. Und als ich wieder gearbeitet habe, also ab da, wo ich wieder arbeiten musste, Das blühende Leben. topfit. Das war so geisteskrank wieder. Ja, meinen letzten Urlaub war ich ja auch wieder so ein bisschen kränklich. Meine Mom sagt schon immer, du kriegst keinen Urlaub mehr einfach, dann bist du gesund. Könnte eine Variante sein. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Vor 2, 3 Wochen hatte ich langes Wochenende. Ja, das ist mir auch wieder so scheiße, ne? Das ist halt immer, wenn man mal so zur Ruhe kommt, ne? Das ist furchtbar. Das geht mir aber auch jedes Mal aufs Wenn Neue ich frei so. habe, geht's mir schlecht. Ich muss irgendwas machen. Ich weiß nicht, warum das spontan, dass ich nicht schon weiß, so, boah, ab Genau. nächste Woche habe ich voll die Ruhe. Dass dein Körper sich gar nicht darauf vorbereiten kann, dass du zur Ruhe kommst. Ja. Ja. Erstmal. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht, Leute, ob das so gut ist. Spontan Urlaub. Vor allen Dingen,
wenn ich spontan Urlaub mache, dann habe ich halt auch Kunden, ne? Also soll ich dann allen Kunden spontan sagen, geht mal alle zu, Miekle. Den sagst du, ich bin krank. Ach so, Weißt ja. Und dann sehen sie mich live auf Twitch. Andere Logik. Ja. Dann, Aber ich bin krank. dann Wem willst du das erzählen? Das geht nicht. eigentlich entspannt dich doch so. Nicht streamen? Habt ihr das gehört? Gibt's nicht. Du bist ja irre. Du bist ja irre. Das ist mein Lebenselixier hier. Auch gestern Abend hat auch wieder so Spaß gemacht. Heute bin ich auch, glaube ich, fast den ganzen Tag live. Das wird crazy. Ich glaube, das wird mein mein längster Stream. Obwohl, war schon mal sehr lange live. Aber heute bin ich den ganzen Tag wahrscheinlich hier in der Arbeit live. Und heute Abend habe ich dann Raid. Ja. In der neuen Erweiterung schon voll drin. Ja. Wann Ich ist wäre die gerne überhaupt schon ein rausgekommen? bisschen weiter und mehr unterwegs, aber es muss ja auch nicht immer alles auf einmal sein. Es gibt halt schon echt super viel zu entdecken, ne? Hm. Super, super viel. Wann ist es rausgekommen? 3. März oder so? Ah, okay. Also eigentlich noch gar nicht so lang. Nee, ich glaube vor 3 Wochen, 2 Wochen, Mhm. sowas in dem Dreh. Und ich hatte den Vorabzugang mir gekauft, weil das genau in meinem Urlaub gefallen ist. Da gehst du dann So schon mal konnte ich rein. nämlich schon quasi den Donnerstag anfangen, statt eine Woche später den Montag war es, glaube ich, oder Dienstag. Ja, dann konnte ich Donnerstag, da hatte ich halt noch Urlaub die Woche. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag noch schön zocken. Das war nice. Glaube ich. Konnte ich das noch gut ausnutzen, weil sonst hätte ich, nämlich genau, das Dienstag wäre es, glaube ich, sonst rausgekommen und ich hätte ab Mittwoch wieder gearbeitet. Das wäre halt voll blöd gewesen. Also hat sich da tatsächlich mal richtig ausgezahlt für mich, diesen Vorabzugang. Ich meine, am Ende ist es ja auch egal, ob du jetzt eine Woche früher da anfängst oder später und Nee, aber in dem Fall ja einfach stresst ja praktisch. nicht. Aber genau, das war eine schöne Urlaubsaktivität, muss ich sagen. Das war ziemlich geil. Aber ich habe auch versucht, mich auf einen Charakter zu beschränken, dass es nicht so ein Kuddelmuddel wird für mich auch. Mhm. Weil ich spiele ja noch die Classic-Version. Und es ist, also ich sag ganz ehrlich, das ist halt wie ein ganz anderes Spiel. Also Okay. in dem neuen passiert halt viel mehr, ne? Viel mehr ja, Effekte und alles viel, viel schneller und so musst du dir das vorstellen, ne? Mhm. Und in der Classic-Version, in der älteren Version ist alles so ein bisschen chilliger, weniger, nicht so viel Bling-Bling. Ja, so merkt man schon die Unterschiede einfach, ne? Mhm. Und alles nicht so super schnell. Wir sind letzte Woche das erste Mal durch den neuen Raid gelaufen, in dem neuen. Und, boah, holy moly. Das war schon, also für mich, die sonst eher Classic halt spielt, war das schon viel. Viel, Okay. viel, viel auf einmal. Und auch so schnelle und viele Ansagen und jetzt laufen und da machen und hüpfen und aus dem raus und hier mitlaufen und jetzt darüber stellen und jetzt den angreifen, jetzt wieder den anderen. Okay. Also ich glaube, wenn man halt generell Retail-Spieler ist, ist das so normal. Aber wenn man das nicht so gewohnt ist, war das schon für mich anstrengend. Ich war danach richtig platt. Ja, heute komme ich auch eine halbe Stunde zu spät, aber die wissen Bescheid. Weil der Raid geht um 19:30 Uhr los. Mhm. Ich arbeite ja bis 19 Uhr. Ich kann nicht. Ja, irgendwo muss der auch erstmal nach Hause kommen und Genau. alles. Ja. Aber nächste Woche habe ich mir früher Feierabend genommen. Da bin ich dann pünktlich. Geht halt nicht jede Woche. Muss ich immer gucken, wie es passt. Und das arbeite ich quasi jetzt auch immer die Abende immer wieder rein. Ich hatte jetzt öfters mal eine Kundin, die halt abends drankommen wollte. Mitternachtsverkauf? Oha. Was ist Mitternachtsverkauf? Na, damals, also Lich King ist ja auch schon eine ganze Weile her, da konntest du dann ab Punkt Mitternacht das Spiel kaufen. Aha. Krass.
Ja, und das ist ja auch so eine Sache. Ich hatte dann zum Beispiel auch überlegt, ob ich halt Donnerstagnacht direkt, ne, 0 Uhr Starte. 1 starte. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, da wird alles so überlastet sein und vor allen Dingen, dann zockst du die ganze Nacht durch, irgendwann bist du ja müde. Ist so. So, irgendwann musst du ja eh schlafen. Also hatte ich mich da dann auch entschieden, nee, ich gehe einfach früher ins Bett. Und ich glaube, ich habe dann um 7 Uhr oder um 8 Uhr dann gestartet morgens. Da Dann ist über dann den auch ganzen schon Tag die hatte ich mehr erste Welle von. durch. Ja, genau. Dann sind nämlich die ersten müde. Das war richtig gut. Und dann konnte ich richtig schön da schon loslegen. Ich glaube, das letzte Spiel, wo ich so richtig auf Release gewartet habe und Kribbeln in den Finger hatte, war Hollow Knight Silksong tatsächlich. Wann war Jetzt das? letztes Jahr im Herbst. Weil ich habe ja Hollow Knight damals auch erst relativ spät, also da war das Spiel schon sehr bekannt. Hab ich mir das erst geholt in irgendeinem Steam Sale. Dann hat es auch noch mal eine Ewigkeit in meiner Bibliothek gegammelt, bis ich es überhaupt mal angefangen habe. Und dann war dieses Spiel einfach so mega, dass ich das, glaube ich, fast ein halbes Jahr am Stück nur gespielt habe und nichts anderes. 0 Ja, Uhr und im Mediamarkt. Stimmt. Da musste man ja noch in Läden gehen, um sich. Holy moly. weiß ich gar nicht. Ich meine, damals konnte man auch schon zum Teil online kaufen. Ja, wahrscheinlich hat dann der Download 1000 Jahre gedauert, ne? Ja, ich glaube, da war mit Internetspeed noch nicht so viel. Ich habe auch noch die alten schönen Pappverpackungen von, Das habe ich noch von den ganzen Guild Wars ich weiß Spielen. nicht, Classic habe ich glaube ich nicht. Ich habe Burning Crusade und Lichtkönig, meine ich. Weil Classic war ja dann eh da mit drin. Das waren noch Zeiten, ey. Boah, mein erster PC. Das war so geil. Das war so cool. Wie ist denn mit deiner Kopfhaut jetzt? Merkst du einen Unterschied? Bisher. Ja, doch, also es wird warm, aber es kribbelt nicht so doll, Okay, das ist sehr gut. würde ich behaupten. Das ist sehr gut. Guten Morgen. Morgen. Auch warst du für mich beim Bäcker, das ist aber lieb. Sophie hat uns bestimmt Kuchen mitgebracht, oder? Nee, es sind Quarkbällchen. Oh, Quarkbällchen, habt ihr das gehört? Ich habe aber heute auch kleine Mini-Muffins für alle mitgebracht. Habe ich gestern beim Einkaufen gesehen. Ja, 5 Minutos. Und dann können wir. Dann gibt es Wellnessprogramm am Waschbecken. Ja. Boah, Erdbeersahnerolle, geil. Oh, ist auch geil. Ja, bin neidisch. Ich vermisse ja so ein bisschen der Bäcker, der bei mir schräg gegenüber war. Da gab es Ja. immer so geile Himbeer-Joghurt-Schnitte. Die fand ich so mega. Die gab es jede Woche donnerstags. Ja. Hi. Warte kurz, ich bin nämlich live. Mädels, wir haben Besuch. Hallo? Ich glaube, die haben dich nicht gehört. Mädels? Hallo? Vorne? Ach ja. Da bin ich auch konsequent jeden Donnerstag dann relativ früh hin, habe mir meine Himbeer-Joghurt-Schnitte geholt oder auch 2. War so geil. Das ist irgendwie so ein Ritual, ne? Ja, Bin ich dann irgendwann. Und wenn das dann wegfällt, das ist halt so eine Gewohnheit einfach. ja, das war richtig traurig, als der Bäcker es hier gemacht hat. Das sind die wahren Probleme des Lebens, Leute. Ja, das Fiese ist, der Konditor hat mir dann nur verraten, in welcher Bäckerei er als nächstes arbeitet. Ja, Aber ja wollte mir gut, aber natürlich das bringt dir Rezept halt nicht dann geben.
Ja, und das bringt dir ja auch nicht. Du fährst ja da nicht hinterher dann jeden Tag, Nee, oder? das wäre auch also, quer durch die Stadt gewesen. ja, ich meine, das ist lieb und so. Und das wäre tatsächlich, glaube ich, auch so beim Friseur oder sowas nochmal was anderes. Aber wenn du jetzt, ja, ich würde jetzt auch nee. nicht. Das machst du dann vielleicht mal, so 3-mal im Jahr, dass du sagst, ach, komm, heute fahren wir da mal hin und holen das, ne? Aber nicht, glaube ich, dann. Ja, einmal war ich durch Wie Zufall vorher. tatsächlich in der Gegend vormittags und dann habe ich mir auch eine geholt. Ja. Aber extra dafür dahin fahren. Keine Chance. Ist zwar sehr, sehr geil, aber so geil dann auch wieder nicht. Das glaube ich. Vor allem bei den Spritpreisen. Ich glaube, blöde Idee. So schlimm ist es doch gar nicht. So, ich hole mir mal meine anderen Handschuhe und dann können wir gleich ausspülen. Was denn? Ach so, danke. Unser Turm hier an Haarmasken. Boah. So. Erstmal die ganze Kabellage wieder So, rüber lass mal sortieren. hier Stromverlegung machen. Jetzt will ich schon mal rübergehen. Kannst du? Michael Bay ist wieder unterwegs, Leute. Achtung. Sag mal, weißt du zufällig, wie diese Bilderrahmen heißen, die so ganz dick sind, wo man Sachen reinhängen kann? Nee. Ich weiß aber, was du meinst. Aber sowas gibt es doch bestimmt hier im Action oder so. Ja, da hatte ich zwar welche gesehen, aber die waren mir zu klein, weil ich wollte mal einen ganz großen haben für meine ganzen Konzertkarten und so. Okay. Und im Idealfall breit genug, dass ich da auch die Becher reinpacken kann. Die Becher. Ja, Okay, weil das ist eine krasse Challenge, ne? manche Mit von den Bechern Bands rein. haben ja dann immer extra Becher dabei Ja. für den ganz normalen Bier- oder Getränkestand, wie auch immer. Ich weiß, Die was sind du halt schon meinst, sehr aber hübsch. ich glaube, dass das ist, also, glaube ich, ein bisschen krass mit Becher. Also das müsste ja mega, mega breit sein. Ja, Oder? das wären wahrscheinlich schon so 10 Zentimeter Tiefe oder so. So, ich lege hier noch ein Handtuch drum. Einmal rum. Ja. Wie ist das? Liegst du Das gut? passt. Ja. Yes? Ja, da haben wir ihn wieder, ne? Beach Boy auf Wish bestellt.
Bisschen träg, ne? Na, wo ist mein warmes Wasser? Jetzt kommt's langsam. So, ich nehme jetzt bei Dennis ein schönes Sensitiv-Shampoo. Und wie fühlt es sich an? Sehr gut. Ja? Hast du das Gefühl, durch das, was wir vorher drauf gemacht haben, dass es ein bisschen weniger gereizt ist an der Kopfhaut, jetzt nach dem Blondieren? Ja, würde ich schon sagen, Ja? tatsächlich. Also sag ruhig ehrlich, ne? Ja. Du musst es ja wissen. Weil wenn das nichts bringt letztendlich, dann Nee, doch. Ist auf jeden Fall weniger wie sonst. sehr gut. Nee, Zitronenshampoo habe ich tatsächlich nicht, aber ich habe eins, was nach Minze riecht. Und das kühlt auch die Kopfhaut. Gibt sogar auch einen Conditioner von. Der kühlt auch und riecht nach Minze. Das ist im Sommer bestimmt geil. Ja. Aber ist, glaube ich, für so empfindliche Haut, weiß ich nicht. Müsstest du mal, wenn, ausprobieren, wenn du nur zum Schneiden kommst oder so. Aber auf keinen Fall nach dem Blondieren würde ich das, glaube ich, benutzen. Weil diese ätherischen Öle, ne, das ist halt schon... Kennst du ja auch, wenn du eine kleine offene Stelle hast und hier so japanisches Heilpflanzenöl oder so dir irgendwo hinknallst. Das brennt ja auch wie die Hölle dann. Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht, ob das so, ne, so stark ist, aber ich stelle es mir schon vor, dass es halt durch diese Minze dann, es fühlt sich schon richtig, also das merkt man schon sehr stark. Zitrone wäre aber auch geil tatsächlich. Haben wir aber nichts.
schön ist das geworden, Mensch, Dennis. Das richtig schön Tweety blond. So, guck mal, so viel Haarkur reicht aus für die Haare, die wir hier alle haben, die bunt sind. Man muss gar nicht so super viel nehmen. So, schön einarbeiten. Ich mache jetzt ein bisschen Pflege vorher drauf, bevor ich die Farbe drauf mache, weil das Blau ist einfach ein semi-permanentes Pigment, das heißt, es geht sowieso nicht so stark in das Haar rein, legt sich eher drum herum. Und da ist es einfach dann so, dass je besser die Haarstruktur im Vorhinein ein bisschen aufgebaut ist, umso besser wird Dennis die Farbe im Haar halten. So, dann kann das wieder ausgespült werden. Sehr schön. Du siehst immer so entspannt aus, wenn du hier liegst. Man sieht dir immer an, dass du das wirklich, glaube ich, sehr genießt. Jetzt kommt die blaue Farbe drauf. Vorher mache ich aber hier wieder diese
Pflege auf die Konturen, das war auch letztes Mal super, ne? Ja, das war mega. Da hat das gar nicht so abgefärbt. Oh, da nehme ich ganz wenig. Sieht jetzt aus wie Creme, das ist aber einfach eine Sensitiv-Kopfhautpflege. Wie eine Haarmaske quasi, nur dass man das wirklich auf die Haut aufträgt. Dann hat Dennis vielleicht, wenn wir Glück haben und ich nicht so viel rumschmaule, nachher nicht so einen fiesen Rand im Gesicht. Aber letztes Mal hat es echt gut geklappt. Mhm. Also ich mag den Blauton jetzt schon. Bin gespannt, was du nachher dazu sagst. Ich habe mir auch extra die Mixtur gemerkt. 40 Gramm von dem normalen Blau und 10 Gramm von dem Dark. Das heißt, wenn du es gut findest, könnten wir das wiederholen. Ist extra abgewogen. Bin gespannt. Wenn ich gleich schnarche, einfach anstupsen. Ne? Ja, ich mache dann hier kalte Dusche einfach. Du kannst auch gerne in der Einwegzeit hier schlafen. Alles möglich. So, schön ordentlich auftragen, dass auch überall was ist. Jetzt kann ich euch auch noch ein bisschen drehen. Jetzt nehme ich der andere Kunde weg. Zack. Da könnt ihr noch besser sehen, was hier passiert. Na, wie ist das? Ich brauche unbedingt jemand, der meine Kamera hier führt. Extra Assistenten. Ja, das wäre geil. Das fände ich richtig geil. Ja, dass man dann so in den richtigen Momenten an die richtigen Stellen filmen kann. Aber so funktioniert es ja bisher auch sehr gut. Hat sich noch keiner beschwert.
Ich arbeite das noch richtig schön durch hier. So, möchtest du jetzt gleich aufstehen oder möchtest du hier liegen bleiben? 15 Minuten. Liegen bleiben. Liegen bleiben?
Kann ich ein bisschen Ordnung machen hier, während Dennis da drüben schläft? Das ist blau.
Großzügige 5 Minuten. Na, bist du noch da? Ein paar Minuten lassen wir es noch einwirken.
So lässt sich's leben, ne? Mhm. Hallo Nico. Das hat wieder super geklappt. Sehr schön. Boah, geile Farbe. Dennis, ich sag dir, das ist es. Bin gespannt.
gefällt mir richtig gut. Kommt noch ein bisschen Pflege drauf. Mhm. Einmal Kopf anheben, wenn das noch geht. Der ist so schwer gerade. Wenn dein Körper noch weiß, wie das geht.
So, dann kannst du einmal zum Platz rübergehen. Werd erstmal wach. Das müssen wir beheben, oder? So, ich erstmal wieder hier richtig einstellen. Lenken auch wieder ein bisschen, dann ist wieder sehr hell. Dann würde ich sagen, Ansatzschau, lenken macht dann auch einen sehr guten Aufblick dann wieder. Ich glaube, so ist ganz gut, ne? Und sagt dir Bescheid. Und Farbe. Farbe hoch. Dann suche ich einmal alles raus und dann starten. Da, da, da. Wie kurz möchtest du denn die Seiten geschnitten haben heute? So 2 bis 3 Millimeter. Also wieder richtig So richtig ratzekurz. radikal. Jupp. Okay. Guck mal, da hast du doch schon jemanden, der sich als Kameramann anbietet. Da hast du doch jemanden, der sich als Kameramann anbietet. So, mal gucken, was du zu dem Blauton sagst. Hui, Und? deutlich dunkler. Ja, Krass. ich finde, das passt sehr, sehr gut so zu dem Rest. Auch weil das hier so dunkel ist mit drin. Was meinst du? Ja, gefällt mir. Trocken kannst du es ja dann auch noch mal ein bisschen besser erkennen. Mhm. Meine Augen müssen sich gerade erstmal wieder ans Licht gewöhnen. Zu entspannt. Ja, ich glaube, ich bin erst dran weggenickt. Das macht nichts. Das ist doch schön. Meine Uhr hat es auch tatsächlich als Nickerchen registriert. Ach ja, Ja, ja. geil. 50 Minuten habe ich da rumgelegen. Okay. Siehst du mal, was ich hier alles für euch mache. Träumchen. Tiefenentspannt startest du in den Tag. Sogar schon das Mittagsschläfchen erledigt. Wow.
Hast du heute frei oder musst du dann noch an die Arbeit später? Nee, heute habe ich tatsächlich mal frei. Das ist der einzige freie Tag in der Woche. Von mir gar nicht. Am Wochenende habe ich auch noch frei. Wann? Am Wochenende habe ich auch frei. Ach, geil. Ja. Am Samstag bin ich im Kino Mario Kart spielen. Geil. Ich weiß nicht, kennst du dieses Project Bond hier in Nee. Kassel? Mhm. Das ist so einer, der macht alles Mögliche an öffentlichen Aktionen, damit Leute sich einfach kennenlernen. Mhm. So ganz ohne irgendwas. Ja. Der hat jetzt ein Lauftreffen gemacht oder auch hier dieses große Fastenbrechen auf dem Friedrichsplatz. Ja. Cool. Und der hat bei einer dieser Aktionen jemanden kennengelernt, der im Kino arbeitet. Aha. Und jetzt wird im Kino am Wochenende, also Samstag, ein Mario Kart Turnier veranstaltet. Wie geil. Ja, fand ich mega, gehe ich auch hin. Ja. Da kann ich mich dir auch gut vorstellen. Ja, vor allem zocke ich ja mit den Kindern sowieso sehr gerne Mario Kart. Also die Chancen, dass ich Und ist das dann eher nur für Erwachsene oder auch für Kids? Wie ist Nee, das? ist für Erwachsene. Ja. Deswegen habe ich dann als allererstes mal die Oma angerufen, ob die zufällig am Sonntag Zeit hat, hier auf die Kiddies aufzupassen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich sogar eine Nintendo Switch gewinnen. Cool. Ja. Sehr geil. Das hört sich sehr gut an. Ja, wir haben diesen Sonntag wieder Seminar. Mhm. Das heißt, es wird ein eher actionreiches Wochenende. Hier oder fahrt ihr wohin? Wieder hier. Mhm. Da bin ich ganz froh drum. Ich weiß nicht, nachdem ich jetzt die letzten Jahre so viel unterwegs war, ich weiß nicht, Mal seit nette letztem Jahr ist Abwechslung. es irgendwie so, dass ich immer sehr dankbar bin, wenn das einfach hier stattfindet. Und ich nicht quer durch Deutschland fahren muss. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann mal wieder unterwegs bin, ich glaube im Mai oder so bin ich wieder mal in Dresden. Jedenfalls ist das geplant. Ob es stattfindet zu 100%, weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Aber ja, das ist schon auch immer schön, ne? Vor allem Dresden finde ich ist eine mega schöne Stadt. Kannst halt auch irgendwie Ja, dann das stimmt. schön Zeit verbringen. Bisschen früher losfahren, wenn du gutes Wetter hast. Und im Mai ist ja meistens gutes Wetter. Mhm. Kann man da irgendwie noch schön essen gehen. Und da in der Stadt sind meistens auch immer so süße kleine Märkte. So, wie soll ich das beschreiben? Das letzte Mal zum Beispiel, wo wir da waren, war so ein kleines Weinfest. Ja, das ist auch immer mega. Ich war da mal in Radebeul, das ist direkt neben Dresden, auf dem Seminar vom Betriebsrat aus. Und da bin ich dann auch, wenn ein Seminar durch war, durch die Weinberge spaziert und so. Ja, Das ist halt auch einfach echt eine schöne Ecke. ja. Also ich bin jetzt tatsächlich nicht so der Typ, muss jetzt nicht irgendwie in irgendwelche Museen und sowas, ne? Ist nicht so meins. Aber so Natur oder generell so ein bisschen durch die Stadt bummeln und da alles so ein bisschen auschecken und schöne, gerade auch so historische Gebäude oder so, ne? Von außen finde ich halt mega geil. Aber ich muss jetzt nicht irgendwie zum Beispiel jedes Mal, wenn ich in Köln bin, da auf den Dom kraxeln und da rein und mir das alles angucken und ne? Nee, das stimmt. Das ist jetzt, bin ich ehrlich, nicht so meins. Ist zwar alles schön, aber mir reicht es dann so von außen, schönes Wetter, dran vorbeigehen, Mhm. irgendwo schön hinsetzen, Cappuccino trinken. Auch in Köln kann ich auch sehr empfehlen, sich mal ein Wellness zu buchen. Kennst du das? Nee. Da hast du dann quasi ein privates Spa nur für dich. Ah. Einen richtig fetten Whirlpool, eine eigene Hast du mir Sauna. das nicht schon mal erzählt, Ja. dass du sowas da gemacht hast? Genau, wo ich auf der Gamescom Da warst war. du doch, ja, genau, da warst du richtig begeistert. Ja, bin's auch noch. Möchte ich auch bald mal wieder hin. Wir waren jetzt zwar Die nächste Gamescom kommt ja. Ja, weiß ich noch nicht, ob das was wird, aber vorletztes Wochenende war ich, ja doch, vorletztes Wochenende war ich ja auch in Köln, Ja. auf Konzert von Poppy. Kennst du vermutlich nicht. Mhm.
Habe ich auch kurz drüber nachgedacht, aber das hätte halt zeitlich nicht gepasst, weil wir halt auch keine Unterkunft so kurz vor knapp gekriegt haben. Ja, Und ja, ansonsten wäre das halt auch mega gewesen. Abends Konzert, dann vielleicht im Hotel schlafen, nächsten Morgen dann noch schön Wellness und dann nach Hause fahren. ja. Ja, aber meistens, wenn so Konzerte sind, ne, dann. Oder es ist unbezahlbar, Ja, was das du dann stimmt. noch kriegst. Bisschen runterschauen? Ja. Ja, gerade so in Richtung Leipzig, muss ich sagen, hat man ja immer Glück, weil in Leipzig gibt es halt viele sehr günstige Unterkünfte. Mhm. Da waren wir, das ist ja eigentlich auch so unsere Lieblingsstadt für Konzerte, weil die häufig am Wochenende dann da spielen. Unter der Woche ist halt immer super nervig zu organisieren. Aber du bist echt viel auf Konzerte, ne? Ja, hab da ein bisschen was nachzuholen. Ich bin gar nicht so die Konzerte-Maus, hätte ich jetzt fast gesagt. Gott. Ja doch, das macht einfach Bock. Ist dann halt auch so richtig abtauchen in die eigene Bubble. Ja, Das sind mit Leuten, die alle so ziemlich den gleichen Musikgeschmack feiern. ja, klar. Oh, du bimmelst. Ja, ich werde angerufen. Danke. Wir gehen kurz weg. Lassen wir Dennis kurz telefonieren. Und dann geht's weiter. Ja. Ja, halbe Stunde. So, ich glaube, er ist gleich fertig. Jetzt machen wir. Ja, ist gut. Machen wir so. Ciao, tschüss. Schöne Grüße von Petra. Vielen lieben Dank. Ach, die ist auch so lieb. Jo. Ja, wir sind doch jetzt fast fertig hier. Schneiden, föhnen, stylen. Sie gleich wieder einen neuen Termin machen? Ja, ich denke, das ist sinnvoll. So, warte, lass mich mal überlegen, ja, jetzt Ende März. April können wir eigentlich schenken. Ja, dann eher Anfang Mai, da habe ich noch gar keinen Dienstplan. Ich glaube, da würde ich mich dann so nochmal melden, Kannst du machen. wenn ich den Dienstplan habe. Wie es dir am besten passt. Anfang Mai, dann können wir ja schon wieder blondieren. Meinst du? Das hältst du nicht aus, bis dahin, nee. Lassen wir dich erst mal dem glauben. Und vor allem die Seiten sind dann übel lang, ne? Ja, wahrscheinlich melde ich mich dann zwischendurch Ich wieder wollte mit gerade den sagen, Seiten. das kann ich mir nicht vorstellen, dass du das durchhältst. Das ist ja über einen Monat. Scheiße. Ja, vielleicht kommen wir doch Mitte April nochmal. Wie gesagt, du kannst dich ja melden und Seiten schneiden. Das kriegt hier ja auch jeder hin, zur Not. Dann findet er schon einen freien Platz. Und im Mai würde ich sagen, können wir dann schon wieder richtig die Farbe ganz frisch machen. Mhm. .
das freischneiden. Ja, das Leid mit den Haaren in den Ohren. Nochmal runter. Schönes Blau, sagt Taurus. Bin gleich sehr gespannt, wie es aussieht, wenn es trocken ist. Ich bin immer noch begeistert, dass hier so gar kein Abdruck ist. Ja, das finde ich auch Das mega. ist echt geil geworden, ey. Das fällt halt gar nicht auf. Da muss ich mich ausnahmsweise mal selber loben, ne? Nur so ein bisschen. Hast es dir verdient? Ich hole nochmal einen Föhn. Sorry, das war laut. Der Einschlag vom Stecker. Hast du irgendwelche Styling-Wünsche heute, ne? Nö, das Übliche. Okay. Das Übliche, sagt er. Oben die Länge war ja noch in Ordnung, oder? Da habe ich jetzt nichts geschnitten. Ja, Ja? das passt so. Wenn die Spitzen noch in Ordnung sind, dann kann er so Ja. bleiben. Nee, da ist top. So witzig gewesen wieder. Wann war das? Letzte Woche. Kunde von mir wollte, ja, eigentlich so wie immer, ne? Und ich bin halt auch gern mal, dass ich halt sage, so ja, wollen wir nicht mal dies und das ausprobieren, ne? Dann hat er sich drauf eingelassen, dass es halt oben nicht ganz so lang wie bei dir, aber ein bisschen länger lassen, ne? Und Seiten richtig kurz. Und dann meint er so, ja, das dauert morgens alles zu lange mit dem Stylen und so, ne? Dann habe ich auch Schaumfestiger reingemacht und das dann so halt so gekämmt. Jetzt vorstellen, so halb so lang wie bei dir, also dass hier hinten nichts mehr baumelt, ne? Dann lag das so. Ich so kannst du einfach Luft trocknen lassen, ist fertig. Und er so, oh, ich habe noch nie Schaumfestiger benutzt, das ist ja geil, das muss ich kaufen. Ich so, ja. Und Ja, dann doch, das sagt er so, warum kenne ich das noch nicht? Ich so, naja, weil ich nie deine Haare stylen darf. Er geht immer halt einfach so und sagt, ja, ich gehe nach dem Friseur immer noch mal duschen und das ist mir alles, ne, wegen den Haaren und dies, das. Ich so, ja, vielleicht mal von mir stylen lassen. Könnte So, von Vorteil sein. Geil einfach. Ja, aber sieht man halt auch mal den Unterschied, ne? Weil er sagt dann,
steht das immer in alle Richtungen und so, ne? Das ist aber auch ein Stück weit einfach Gewöhnungssache. Ich glaube, wenn man das noch nie längere Zeit hatte, dass man die Haare auch mal wirklich stylt morgens, ich glaube, dann stört einen das schnell. Aber wenn man sich dann erstmal so an den Look gewöhnt hat und die Übung drin hat, dann geht es ja immer zügig. Das stimmt, ja. Ich brauche morgens auch nicht sonderlich lange. Einmal durchbürsten, ein bisschen Wachs rein, Ja. zurechtwuscheln, Ja, und fertig. wenn du jeden Morgen Haare wäschst und duscht, weil dir das so wichtig ist, ne? Ich meine, zack, den Schaumfestiger rein und in Form kämmen, also es dauert ja wirklich. Gesundheit. Danke. Es dauert ja nicht mal eine Minute. Nee, Brauchst du ein Taschentuch? mir passt. Ich glaube, da habe ich nur gerade ein Haar gekitzelt. Ja, aber dass du bis Anfang Mai durchhältst mit gar nicht schneiden. Nee, vermutlich nicht. Aber wenn du Da jetzt gibt es noch schon nicht, schräge Blicke von Sophie im Hintergrund. wenn du jetzt noch Nee, nicht wir weißt, gucken wann, gleich mal dann Mitte meldest dich April einfach. irgendwo. Ja, oder du machst schon einen Termin, wie du möchtest, ne? Also für zwischendurch mal Seiten schneiden, kann ich ja schon mal einen Termin machen. Und das hast du schon öfters probiert und das hat nie geklappt. Ja, hast du recht. Ich sehe es ja ein. Was habe ich denn da gemacht? Gar nicht meinen Kalender richtig geführt. So, was sagst du zum Sehr Blau? geil. Gefällt es dir? Finde ich richtig Das gut. sieht so ein bisschen edler aus. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist so ein bisschen so besonderer. Ja. Meine Meinung. Das ist mal was anderes. So, ich hole ein bisschen Haarspray.
Hast du heute auch, sage ich mal, wirklich frei oder musst du viel erledigen jetzt noch? Wie bitte? Musst du noch viel erledigen heute oder hast du Ja, schon der frei? Tag ist natürlich wieder vollgepackt, Okay. weil wenn man dann mal frei hat und so, Ja, ich kenn's. einkaufen und sowas alles. Und heute hat eine Nichte Geburtstag, da fahre ich dann nachher noch mit den Kindern hin. Big Party, Kindergeburtstag. Nee, ist nur Kaffee trinken. Ah, okay. Nicht so wild. Meistens nicht. Sehr Was schön. sagst du? Bin sehr zufrieden. Wie immer eigentlich. Sehr schön. Fühlt sich auch wieder an, als hätte ich gar nichts mehr auf dem Kopf. Finde ich immer so irre. Ja, das macht schon was aus, ne? Wenn die Haare wieder ab sind. So. Tja, Dennis, So, schon durch wieder. sind wir schon wieder durch. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo. Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr hier gar nichts mehr. Danke, Dennis, dass du wieder mitgemacht hast. War Sehr schön. gerne.